Willkommen zurück in meinem Agate Bay Laden in der Dresdner Neustadt. Ihr seht schon sicherlich, es hat sich einiges verändert seit dem letzten Video, was wir für euch veröffentlicht haben. Das war ja noch bevor der Laden eröffnet hat, ich glaube eine Woche davor oder so. Da hat sich wirklich noch einiges getan. Wie ihr seht zum Beispiel hier der Fernseher auch, wo dann meine Videos oder generell Achat-Videos auch im Hintergrund laufen, damit Kunden, die in den Laden kommen, dann die Möglichkeit haben, hier noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu tatsächlich Sammlungsachaten auch zu bekommen und nicht nur zu den Standard brasilianischen Achatscheiben, die man in jedem anderen, sage ich mal, gewöhnlichen Mineralien- oder Schmuckladen auch findet. Hier im Schaufenster hat es auch ein paar noch kleinere Veränderungen gegeben. Ich habe da ein bisschen Schmuck mit reingelegt noch. Dann seht ihr hier auch eine kleine Säge. Da habe ich ein paar Sägen von einem Hersteller aus USA bestellt, da es ja doch auch viele Sammler in Deutschland gibt, die ihre eigenen Funde von Achaten auf Feldern machen oder in Kiesgruben und die dann natürlich gerne aufschneiden würden. Und genau, das ist jetzt ein neues Modell dieser Säge, wo man einfach die Achate in die Hände nehmen kann und die dann einfach durch das Sägeblatt so langsam durchziehen kann. Das hier sind zum Beispiel die Malawi-Achate, die wir abgepackt verkaufen, und die sind halt wirklich ideal geeignet, um an dieser kleinen Säge dort zu sägen, da sie die perfekte Größe haben. Also man kann problemlos mit der Säge bis etwa 5 cm Schnitthöhe schneiden, und hier sieht man, da habe ich auch noch ein paar andere Rohsteine, zum Beispiel aus Mosambik oder aus Australien, auch noch etwas von Condor-Achaten aus Argentinien und Jaspise, die mit so auch mein ganzes Lieblingsmaterial sind, was man schneiden kann. Hier nach wie vor das ganze Online-Inventar für eBay, Etsy, die Webseite. Hier drüben dann die Fundstellenzettel, die dann hier mit allen Sendungen auch mit verschickt werden. Zum Beispiel hier Paraiba-Achate aus Brasilien oder Alhama-Achate aus Marokko oder wirklich alles Mögliche. Also jeder Achat, der online versendet wird, der kriegt dann auch einen Fundstellenzettel mit dazu, dass das halt alles schön in der Sammlung einsortiert werden kann. Hier auf dem Boden sieht man 2 riesige achatisierte Korallen, die ich aus einer alten Sammlung bekommen habe. Also das hier ist ein absolutes Spitzenstück. Die Preise für diese hochwertigen Korallen, die sind in den USA auch deutlich gestiegen. Deswegen werde ich wahrscheinlich einen Teil dieser Korallen, die vor 15 Jahren etwa nach Europa gekommen sind, werde ich wahrscheinlich wieder zurück nach USA exportieren, einfach da der Wert für die Stücke dort deutlich weiter gestiegen ist, als der Markt hier in Deutschland und Europa da mithalten kann. Deswegen gehen wir diese Stücke wahrscheinlich in der nächsten Sendung wieder mit rüber nach USA. Dann hier diese Vitrinen, die hatte ich glaube ich schon zur Eröffnung vom Laden. Was noch neu sind diese wunderschönen Bilder. Die habe ich aus der Terra Mineralia von der Sonderausstellung, als die ausgelaufen ist. Da habe ich den Direktor des Museums oder den Veranstalter der Ausstellung gefragt, ob die noch Verwendung für die Bilder haben. Und dann meinte er, ich kann die mitnehmen. Und ich bin super dankbar, weil das einfach so viel noch hermacht. Das ist wie Kunstwerke hier an der Wand mit diesen schönen Details, die in den Achaten drin sind. Und auch hier diese Bilder, die dort oben hängen. Also ich finde, das sieht einfach so krass aus, sich vorzustellen, dass das halt das Innenleben der Achate ist. Also finde ich unfassbar, und auch die Fotografen, die diese Bilder gemacht haben, also wirklich großes Lob, da diese faszinierenden Detailausschnitte aus den Achaten rauszuholen. Was auch noch neu ist, sind tatsächlich hier diese beiden Vitrinen an der Seite. Diese Vitrine hier ist voll jetzt mit marokkanischen Achaten. Speziell haben wir hier für den Laden jetzt auch noch Achat-Tassen bedrucken lassen. Aus denen kann natürlich auch getrunken werden, wenn denn Kunden in den Laden kommen und gerne einen Kaffee oder Tee haben möchten. Und hier drüben auf der Seite, diese Vitrine ist jetzt speziell für deutsche Achate, also mit Schwerpunkt auf sächsischen Achaten, aber auch aus dem Westen von Deutschland, aus der Region Idar-Oberstein und Freisen. Hier sieht man ein paar Lücken, da habe ich letzte Woche ein paar Stücke verkauft. Ebenfalls neu sind hier auch drüben noch 2 Vitrinen, die wir mit aufgehängt haben, einfach da wir hier im Laden auch schon einen Fokus mit auf Sammlungsachate haben wollen, da das ja mein Hauptgebiet auch ist. Da haben wir hier ein Fach mit mexikanischen Laguna-Achaten, ein Fach mit chinesischen Achaten, 2 Fächer mit Botswana-Achaten, die sehr kontrastreich sind, aber auch relativ günstig. Dann ein Fach mit tschechischen Achaten, dann hier sehr günstige deutsche Achate für nur 5 Euro pro Stück. Dann hier aus Sachsen nochmal Hohenstein-Ernsthal die Fundstelle, und dann direkt hier um die Ecke in Dresden von Ottendorf-Okrilla. Ich kriege ja auch immer wieder Sammlungen rein, die ich kaufe, und da gibt es dann natürlich auch hin und wieder lokale Sammlungsstücke, die auf heutiger Basis
wenn man den ganzen Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, natürlich mit die Funde machen, dann schneiden, schleifen und polieren lassen, da ist natürlich ganz klar bei 5 oder 10 Euro Stücken, das deckt nicht mal den Arbeitsaufwand. Aber wie gesagt, durch alte Sammlungen ist sowas dann doch auch möglich, das zu den Preisen zu verkaufen. Aber neu produziertes Material aus Mexiko oder anderen Ländern, da ist das im Vergleich natürlich nicht möglich, weil irgendwo müssen die Kosten ja auch gedeckt werden für die Steine. Dann hier oben drauf, da sind ein paar größere Stücke noch, da ist ein versteinertes Holz aus USA, ein paar Stücke aus Mosambik, also das hier auch ein Spitzenachat. Crazy Lace Achate aus Mexiko haben wir dabei, Baker Ranch Achate, bisschen noch aus China, Polychrom Jaspis aus Madagaskar, argentinische Achate, türkische Achate, nochmal 2 Fächer mit Mosambik und die unteren beiden Fächer dann voll mit diesen sehr schönen farbenkräftigen Achaten aus Malawi. Hier möchte ich euch auch noch was zeigen, und zwar habe ich ja zur Eröffnung des Ladens auch gesagt, dass es ein kleines Quiz gibt, und es haben tatsächlich auch schon ein paar Leute teilgenommen, um da ihr Fachwissen zur Schau zu stellen und hier diesen Zettel auszufüllen, wie die Achate zugeordnet werden, um hier der Agate Bay Achat-König des Jahres zu werden. Momentan der beste Score ist bei 4 von 12 richtigen Funden, wo ich glaube, der ein oder andere Sammler könnte da vielleicht noch ein bisschen Besseres rausholen. Im ersten Video schaut euch das ruhig nochmal an, da könnt ihr im Detail auch, glaube ich, die ganzen Achate sehen, die hatten wir, glaube ich, eingeblendet. Ansonsten kommt im Laden vorbei, weil den Zettel, der kann nur hier im Laden ausgefüllt werden, und als Gewinn gibt es dann hier diesen wunderbaren brasilianischen Achat. Wer die meisten Stücke den richtigen Fundorten bis Ende des Jahres richtig zugeordnet hat, gewinnt dann diesen wunderschönen Achat aus Brasilien. Hier seht ihr auch schon ein bisschen Werbung auch für die Achatbörse in Hormersdorf. Ich bin nicht genau sicher, wann wir das Video jetzt vom Laden hochstellen, aber hoffentlich demnächst. Dann ist es auch noch rechtzeitig hier zur Börse in Hormersdorf, ein wunderbarer Tauschtag mit sehr vielen lokalen Achaten aus Sachsen, aus dem Erzgebirge auch. Also wunderbar zum Anschauen, auch wenn man einfach mal ein paar deutsche Achate zum Beispiel mal sehen will. Und genau, dann gehen wir weiter hoch hier. Das ist hier, wie gesagt, ein bisschen mein Arbeits- und Sortierplatz, aber hier ist der Standort, wo wir die Bilder machen. Das Foto-Setup, das wollen wir auch noch ein bisschen verbessern und erneuern. Das hier sind noch ein paar Stücke, die entweder schon zu dem Zeitpunkt in YouTube-Videos drin sind oder die ich geschnitten habe, aber die noch nicht in YouTube-Videos drin sind, die dann zum späteren Zeitpunkt noch reinkommen. Da ist zum Beispiel hier diese unglaublich schöne Larimar drin, also traumhaftes Stück, also für Larimar wirklich beste Qualität, die man sich vorstellen kann. Den habe ich selber geschnitten. Genau, da sind noch einige andere Highlights auch mit drin, die dann in zukünftige YouTube-Videos mit reinkommen werden. Das muss alles noch sortiert werden in die verschiedenen Fundorte und dann natürlich Bilder gemacht werden, Bilder bearbeitet werden, ausgemessen werden, ausgepreist werden, inventarisiert werden mit einer Nummer, bis sie dann rübergehen zu Laurin in das Regal, um dann halt quasi fertig für den Verkauf zu sein. Hier auf dem Schreibtisch, da sieht man gerade schon ein bisschen Achate, die ich vorbereitet habe, am Sortieren bin. Diese gesamte Kiste hier, die ist schon vorbereitet für Mosambik-Achate, die auf eBay gestellt werden zum späteren Zeitpunkt. Das hier sind Mosambik-Achate, die durch feine Risse für mich starken Wert verlieren, und die verkaufe ich dann im Großhandel an andere Händler zum halben Preis, einfach damit man da dann ein 50-50-Verhältnis hat. Also der Händler, an den ich die verkaufe, der macht 50% vom Gewinn und ich kriege 50% von dem ganzen Arbeitsaufwand, die Materialkosten, Produktionskosten etc. Und ich glaube, so ist das einfach eine faire Aufteilung für Händler und für mich, dass ich auch von den, sage ich mal, nicht ganz Top-Stücken da zumindest auch wieder einen Teil von dem Geld reinbekommen kann, um zum Beispiel Reisen oder halt die Kosten von Rohsteinen auch zu finanzieren, weil das kostet ja auch alles Geld. Dann gehen wir rüber in die Küche, weil das ist jetzt nicht mehr nur die reine Küche. Ihr seht, hier ist ein Backofen, aber da machen wir nicht unser Mittagessen, sondern da werden tatsächlich Steine gebacken. Weil viele der Achate, habe ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Video erzählt, sind wie Schwämme, die speichern Wasser in ihrer Kristallstruktur und direkt nach dem Schneiden, da saugen die auch das Öl auf, und um das wieder rauszubekommen, müssen die Steine austrocknen. Das kann ein natürlicher Prozess sein, der Wochen oder Monate oder Jahre dauert, bis die Flüssigkeit aus den Steinen wieder quasi evaporiert. Oder man kann das einfach ein bisschen beschleunigen, indem man sie aufs Fensterbrett legt, dann kann es innerhalb von Tagen passieren.
Oder man tut sie einfach in den Backofen, erhitzt sie auf 70, 80 Grad. Dadurch kommt dann die Flüssigkeit aus den Steinen raus und sie bekommen ihre natürliche Farbe wieder, die sie hätten ohne den Speicher von dieser Flüssigkeit in ihrer Kristallstruktur. Und so kann man das einfach ein bisschen beschleunigen. In Zukunft möchte ich auch ein bisschen experimentieren und daran arbeiten, Risse aus den Steinen etwas rauszubekommen, da sehr hochwertige Achate wirklich extreme Wertverluste haben. Da streiten sich auch die Meinungen, wie natürlich der Prozess noch ist, aber das ist alles auch eine Wissenschaft für sich, wo man sicherlich ein bisschen ausprobieren muss, um zu schauen, wie das alles läuft. Stolper hier nicht über meinen Disc-Golf-Rucksack, weil ich gehe nachher noch zum Training, mich auf die nächste deutsche Meisterschaft vorbereiten, damit ich nicht komplett einroste und vielleicht noch mal eine Chance habe. Momentan die Kunden, die hier reinkommen, die kaufen hauptsächlich eher von dem Schmuckbereich oder von den günstigeren Steinen, zum Beispiel hier Shungit. Das ist natürlich schön für Leute, die einfach einen schönen Anhänger haben wollen. Aber wie gesagt, ich bin spezialisiert hauptsächlich auf die Achate und das möchte ich natürlich auch hauptsächlich hier in meinem Laden weitertragen, das Wissen, um mehr Leute für Achate zu begeistern und sie natürlich auch langsam vielleicht dann auch ein bisschen mit einem Lerneffekt weiterzubringen, dass es halt mehr gibt als nur auf Masse produzierte brasilianische Achatscheiben oder zum Beispiel halt auch deutsche Achate gibt, weil das wissen, glaube ich, viele Leute auch gar nicht oder auch wo die gefunden werden können und auch einfach um das Wissen hier ein bisschen weiterzutragen. Dafür ist der Laden da und natürlich auch für die beiden Arbeitsplätze hier von Laurin und Juliane. Wenn ihr mal nach Dresden kommt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ich habe hier auch einige Publikationen zum Beispiel für Magazine, Zeitschriften, Kalender, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, schon vor Jahren. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch meinen Agate Bay Achat Kalender 2024. Ist zwar schon ein bisschen spät im Jahr drin, aber die Achate sind wunderschön zum Aufhängen an der Wand oder sonst wo. Immer ein Hingucker auf jeden Fall. Und dann hier auch noch einige ältere Börsenmagazine von der Achat-Börse Niederwörisbach, die ich euch auch wärmstens empfehlen kann. Wenn wir auf der Messe sind, dann werde ich da sicherlich auch nochmal ein Video drüber machen, damit ihr einen Eindruck von der Messe selbst bekommt. Macht gerne auch das Achat-Quiz. Informiert euch vorher vielleicht auch noch ein bisschen drüber, was es für Fundstellen überhaupt weltweit gibt, damit ihr eine Chance habt, auch den brasilianischen Achat zu gewinnen. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, muss ich schon sagen. Also ich habe mir da nicht ganz leichte Achate rausgesucht, aber der Highscore ist momentan bei 4 von 12. Also da lässt sich noch was machen. Danke fürs Anschauen vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Subscribe to the channel. Ich weiß gar nicht mehr, was das auf Deutsch heißt, weil ich mache meine ganzen Videos immer auf Englisch normalerweise. Aber genau, vergesst das nicht, wenn ihr weitere von meinen Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald.